14 Kilometer gerade Downhill. Es war scheiße kalt. Ich bin. Also Atmung richtig krass. Ich glaube, ich habe hyperventiliert. Ich spüre meine Finger nicht mehr. Ich bin komplett nass. Ich habe mich unglaublich lebendig gefühlt. Das war Hammer und grauenhaft zugleich. Und ich freue mich jetzt einfach nur auf eine Dusche. Und ja, viel Spaß jetzt beim Video. Ja, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein ziemlich komisches Intro gesehen haben. Deswegen werde ich das jetzt erstmal alles ein bisschen aufklären. Gestern Abend kamen wir hier auf dem Zeltplatz an, bei Lake Louise. Der See selber ist noch 4 Kilometer von hier entfernt. Und ja, wir haben gestern Abend noch vom Supermarkt Joe und Brandon aus Canberra kennengelernt. Mit denen haben wir uns dann den Zeltplatz hier geteilt. Eigentlich darf man hier nur 2 Zelte aufstellen, aber das hat hier auch keiner kontrolliert. Der heutige Tag sah dann so aus, nachdem die Nacht dieses Mal eigentlich ganz okay war, es war nicht so kalt, hat es dann aber trotzdem geregnet und auch heute den ganzen Tag hat es nur geregnet. Und ich wollte mir den Moraine Lake anschauen. Hier gibt es zum einen den Moraine Lake und den Lake Louise. Es gibt auch noch ganz viele andere kleinere Seen, aber das sind so die bekanntesten. Und der Moraine Lake ist 14 Kilometer von hier entfernt. Jamie war aber ziemlich platt vom gestrigen Tag und musste sich auch mal eine kleine Pause gönnen. Da dachte ich mir, okay, komm, mache ich das doch alleine. Ist auch kein Problem. Und ja, Taka hat mich dann aber begleitet. Taka und ich sind dann einen, ja, sehr, sehr steilen Anstieg hoch, 14 Kilometer Richtung Moraine Lake. Haben uns hochgekämpft, hat aber super viel Spaß gemacht. Wir haben uns sehr gut ausgetauscht. Ich habe einige Fragen über Japan und ja, sein Land gestellt. Er hat mich ein bisschen über Deutschland ausgefragt. War wirklich, wirklich cool und spätestens jetzt möchte ich auf jeden Fall mal nach Japan reisen. Jedenfalls waren wir dann am Moraine Lake, der wirklich sehr, sehr schön ist. Und vom Moraine Lake kann man mehrere Trails nehmen. Also es gibt da sogar einen Trail, da läuft man 8 Stunden durch die Gegend. Ich glaube, es gibt 6 oder 7 verschiedene Varianten. Und wir haben uns dann dazu entschieden, noch ich meine, er heißt Consolation Lake, zu laufen. Das waren 3 Kilometer. Die Fahrräder haben wir neben der Touristeninformation abgestellt. Die haben gesagt, die werfen ein Auge drauf. Dadurch, dass Jamie auch auf dem Zeltplatz war, habe ich einiges an Equipment einfach hier gelassen. Und ja, dann sind wir zu dem Consolation Lake. Das war ziemlich beeindruckend, ein schöner Weg. Um den See herum sind riesige Felsbrocken. Da sind wir dann drauf rumgeklettert, was teilweise gar nicht mal so ungefährlich war. Und haben tolle Bilder gemacht und ja, das einfach genossen. Auch bei dem Regen war das alles super, kann ich nur empfehlen, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, wenn man schon am Moraine Lake ist. Und das Ganze ist auch, ich glaube, in einer Stunde erledigt. Dann ging es wieder zurück und dann mussten wir wieder hierher auf den Zeltplatz. Und das war richtig krass. Nach 14 Kilometer Uphill folgt logischerweise 14 Kilometer Downhill. Und es hat richtig stark angefangen zu regnen. Und jetzt könnt ihr vielleicht ein bisschen besser dieses Intro von heute verstehen. Es war einfach schweinekalt. Es war super cool und gleichzeitig war es extrem, extrem schmerzhaft. Aber ja, einfach nur geil, das mal so erlebt zu haben. Ich bin froh, dass das Fahrrad alles mitgemacht hat. Taka ist dann noch zum Lake Louise gefahren. Ich bin dann sofort zurück auf den Zeltplatz. Habe erstmal eine ordentliche Dusche genommen und habe dann meine Schuhe, meine ganzen Klamotten, alles mit dem Handtrockner in den Badezimmern hier getrocknet. Das hat auch funktioniert, hat aber halt bestimmt über eine Stunde in Anspruch genommen. Dann haben wir uns dazu entschieden, dass Taka, Jamie und ich zusammen kochen. Taka hat eine Miso-Suppe gemacht, die wirklich super lecker war. Danach gab es noch japanischen grünen Tee. Also wirklich top. So gut haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr gegessen. Ja, jetzt haben wir hier noch ein kleines Feuer gemacht. Wir befinden uns hier in so einer kleinen Hütte, die halt als Aufenthaltsraum dient, beziehungsweise als Küche dient. Jamie meinte dann auch irgendwann, er nimmt einfach jetzt das Zelt und wir stellen das hier rein, denn die Zelte waren komplett nass. Eigentlich kontrolliert hier keiner irgendwas.
Wir haben jetzt weiter noch diesen kleinen Ofen, der hier ist. Haben wir noch weiter ein bisschen Holz reingelegt und hoffen jetzt, dass wir so eine kleine Heizung für die Nacht haben. Ein paar Klamotten haben wir auch schon getrocknet, sogar einen Schlafsack. Ich glaube, jetzt sind wir ganz gut für die Nacht gerüstet und morgen geht es dann zum Lake Louise. Wie wir da genau hinkommen, wissen wir noch nicht, aber auf jeden Fall nicht mit den Fahrrädern und mit dem ganzen Equipment kommen wir den Berg nur sehr, sehr, sehr schwer hoch. Und wahrscheinlich nehmen wir einen Shuttle oder laufen irgendeinen Wanderweg. Mal schauen. Das erfahrt ihr dann morgen und ja, bis dann.